Ich mache mal wieder ein Video und zwar möchte ich dieses Video Geist nennen. Diese Zeit, die berührt mich auch, diese Krisen, die wir im Moment erleben und natürlich auch die Sorgen, die viele Menschen haben und sich fragen, wie kann ich noch den nächsten Monat finanzieren? Kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich die Nebenkosten bezahlen? Kann ich dieses oder jenes bezahlen? Kann ich meine Raten bezahlen? Das berührt mich auch und in gewissem Sinne bin ich auch involviert, weil ich Rentner bin. Und bei all diesem haben wir sozusagen ein Aktionsfeld, das immer noch daran arbeitet, an der Frage, wie können wir mehr bekommen? Und da möchte ich gerne einhaken. Dieser Punkt, diese Frage, wie können wir mehr und mehr und mehr und mehr und mehr bekommen, wenn man diese Frage als Basis nimmt für eine gesellschaftliche Entwicklung oder für die Entwicklung des Menschen schlechthin, dann ist es meiner Meinung nach eine sehr niedere Basis, sofern sie nicht die nach der Existenz sozusagen betrifft. Und dieses im Moment, das erleben wir ja, dass man sich Sorgen macht, man bekommt davon nicht mehr genug rein und davon nicht genug und davon nicht genug. Aber was ist dieses genug? Da gibt es kein Potenzial, da gibt es nichts, was definiert ist, wo man sagen kann, das ist gesellschaftlich genug, sondern durch alle Zeiten hindurch, durch alle Epochen hindurch, durch alle Krisen oder Höhenflüge hindurch haben wir dieses Thema und diese Frage, wie bekommen wir mehr, wie bekommen wir mehr, wie bekommen wir mehr? Und was aber ganz zurückbleibt, das ist eigentlich die Frage nach dem geistigen Wert. Welchen geistigen Wert hat unsere menschliche Gesellschaft? Welche geistige Größe haben wir erreicht? Wie haben wir uns geistig weiterentwickelt? Und zu sagen, wir produzieren einfach mal weniger, weil wir brauchen es ja gar nicht unbedingt, aber ohne unseren Geist gehen wir zugrunde. Wenn das Konsumieren sozusagen die Basis der Existenz wird und geheiligt wird und der Punkt immer mehr wird geheiligt, dann bleibt das Wesentliche eigentlich auf der Strecke. Und das, was uns Menschen auszeichnen sollte und wie wir uns definieren, das ist unsere geistige Größe. Das ist nicht die Frage, ob wir ein Haus besitzen oder 3 oder der Nachbar 2 Autos hat und wir haben nur 1 und wir wollen aber 3, weil wir 1 mehr haben wollen als der andere. Das ist der Punkt. Das sind sozusagen die falschen Schwerpunkte. Und wenn wir aber sagen, wir als menschliche Gesellschaft empfinden die Frage, wie wir als Menschen miteinander in dieser Welt leben, als qualitativ hochwertige Frage. Und dann macht man sich zum Ziel nicht mehr, wie viel kann man besitzen, sich bereichern in diesem oder jenem und immer mehr scharren und scharren und scharren. Und die manchen gelingt es und sie kommen an die Höhe, an die Spitze und andere bleiben auf der Strecke liegen. Sondern eben umzudenken und zu sagen, ich lasse das jetzt mal, das ist nicht existenziell,
sondern ich frage mich, wie können wir friedlicher und schöner miteinander leben? Wie ist das möglich als Gesellschaft, als menschliche Gesellschaft? Und wenn ich sage, das sollte unser Ziel sein, die friedliche und geistreiche Koexistenz, Gemeinschaft, das ist das Ziel. Und dann spielt es nicht die Rolle, ob ich 20, ich muss mal eben kurz hier schauen, 20 Häuser habe oder gar keines. Das ist unwichtig, sondern es geht um Geist. Und jetzt bin ich gerade, das ist ein sehr spontanes Video, ich schaue mir gerade eine Haushaltsdebatte an. Parallel habe ich gerade, das habe ich aber jetzt unterbrochen, weil ich da auf den Gedanken kam, ich muss mal eben den Deckel vom Topf abnehmen, da kocht das Wasser. Weil ich da so dachte, ich bin so an einem Punkt, da reicht es mir gerade. Und ich sehe diese einzelnen Menschen, Politiker da, die etwas vortragen, am Rednerpult aus verschiedenen Parteien. Und ich sitze da und irgendwie muss ich schmunzeln, gemessen an diesem Ziel, dass wir uns geistig weiterentwickeln und höher entwickeln. Und dann sehe ich doch bei vielen eigentlich jemanden so vor mir, wie er im Klassenzimmer sitzt, in der Schule und schaut, wie er einen Mitschüler oder eine Mitschülerin anschwärzen kann beim Lehrer, wie er sich selber wichtiger machen kann, indem er andere runterdrückt und weil er glaubt, er ist heilig, weil er in Mathe eine 1 hat und vielleicht der Star der Klasse ist. Und dann geht er zum Klassenlehrer und verpetzt seinen Klassenkameraden, weil der bei einer Klassenarbeit einen Mogelzettel unterm Pult hat. Da schielt er ab und zu mal drauf, um sich zu versichern, dass seine Annahme oder seine Rechnung richtig ist. Und das finde ich zum Beispiel, was das Miteinander betrifft, nicht gerade als Hochentwicklung. Wie können wir schöner miteinander leben, friedlicher? Sondern ich könnte demjenigen ja auch sagen, warum bist du so feige und gehst zu deinem Lehrer und schwärzt deinen Mitschüler oder deine Mitschülerin an? Warum hast du nicht den Mut, in der Pause zu deinem Mitschüler zu gehen und ihm zu sagen, was du davon hältst, dass er einen Mogelzettel benutzen will? Zum Beispiel so, auf eine kumpelhafte Art und Weise. Ich muss nicht einen anderen runterdrücken, unterdrücken. Ich muss ihn schon auch gar nicht verraten, sozusagen, an jemanden, der Macht hat, sondern ich kann das ja erst einmal klären auf meine Art und Weise von Mensch zu Mensch. Das nehme ich jetzt so als einen Punkt und weil ich das so empfunden habe, habe ich das abgebrochen, weil ich dachte, mir reicht es gerade, ich kann mir das gar nicht mehr anhören. Ihr kommt mir vor wie kleine Kinder, die gar nicht zum Ziel haben, dass es geistig vorangeht, sondern jeder will so sein Ding durchziehen, auf Gedeih oder Verderb und jeder möchte an der Spitze stehen, was die Positiv-Schlagzeilen betrifft. Aber eigentlich kann man sagen, es ist wie im 2. Schuljahr oder im 3. Schuljahr. Es fehlt nur der Lehrer. Quasi, das kann ich was sagen. Und der Lehrer, das wäre die geistige Größe, die euch leitet. Und darum sage ich euch, beschäftigt euch mehr mit dem, was uns als Gesellschaft geistig auszeichnet und mit dem, wohin wir uns als Menschen entwickeln wollen, was die geistige Größe, die geistige Gesundheit betrifft. Da kann es auf gar keinen Fall das sein, dass man immer so platt denkt und empfindet, ich muss mehr und mehr und mehr und mehr und mehr haben. Und wenn es nicht mehr gibt, bricht die Welt zusammen. Das ist ja so eine verlogene These.
als würde der Mensch nicht existieren können oder eine menschliche Gesellschaft, wenn sie empfindet, ich bin zufrieden mit dem, was da ist und ich bin glücklich mit dem, was wir haben. Ich muss nicht mehr haben und sehen, dass ich morgen doppelt so viel habe wie heute. Und sonst breche ich in Tränen aus oder ich bekomme Krebs oder mir fallen die Zähne aus oder ich fange an zu hinken oder sonst irgendetwas, sondern zufrieden sein mit dem, was man hat. Sich freuen, dass man, soweit es geht, noch gesund ist, sich bewegen kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass, wenn es regnet, man ein Dach über dem Kopf hat. Dann brauche ich aber nicht 3 teure Sofas für Stück 1.000 €, die da leer herumstehen, damit ich mich eventuell darauf setzen kann und dann bin ich glücklicher, sondern ich brauche das Dach über dem Kopf, damit es mir nicht auf den Kopf regnet. Und das finde ich schön, so zu leben und so zu empfinden und so den Impuls zu geben, auch an andere, versuche zu genießen, was du hast. Und wir werden aus dieser Krise, die wir im Moment erleben, nicht herauskommen, indem wir denken, wie machen wir das, dass es weitergeht mit immer mehr oder immer mehr, sondern wir werden aus dieser Krise als Gesellschaft nur gesund herauskommen, wenn wir den Weg gehen, wie können wir uns bescheiden. Das ist der Gegenzug. Auf was können wir verzichten? Auf was müssten wir verzichten? Jeder Einzelne, wenn wir uns zurücknehmen und reduzieren und sagen nicht mehr und mehr und mehr, sondern jetzt ist weniger, weniger, weniger von dem, was ich da mache, was ich tue. Das ist gesund für die Zukunft, das ist gesund für unsere Gesellschaft und ich versuche, dass ich mehr Zeit habe, mich geistig fortzubilden. Zum Beispiel, da muss ich jetzt lächeln, weil das empfinde ich so. Ja. Also, ich werde nochmal ein überlegteres Video dazu machen. Das ist mir jedenfalls wichtig und ich kann sagen, ich genieße es, dass ich mich geistig betätigen kann und dass mir Geist geschenkt worden ist in meinem Leben. Das ist für mich wirklicher Reichtum neben meiner auch körperlichen Gesundheit, soweit es geht. Das ist auch Reichtum. Das ist es. Und dass ich lieben kann, das ist Reichtum. Dass ich Liebe in mir habe, das ist Reichtum. Dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich fühlen kann, das alles ist Reichtum. Aber mein Bankkonto, das ist immer im Minus. Ich bin eigentlich immer pleite, muss ich sagen. Ich hatte noch nie viel Geld auf meinem Konto, sondern ich bin immer in den Minus und ich schaue immer, dass ich am Monatsende irgendwie über die Runden komme zum nächsten Monat. Das ist so. Aber ich hänge meine Beurteilung der Welt nicht an diesen Faktor oder mein Leben hänge ich nicht an diesen einen Gesichtspunkt. Also, und jetzt komme ich zu einem Lieblingspunkt bei mir, das ist eben Nächstenliebe. Ein Begriff, den viele gar nicht mehr hören wollen, die denken, das ist Aberglaube oder das ist etwas für geistig Zurückgebliebene, so etwas Primitives, zu sagen, zu denken, als geistiges Thema zu nehmen. Und ich sage, mich macht das glücklich, dass ich das empfinden kann, den Nächsten zu lieben. Ja, das schiebe ich jetzt hier mal zum Schluss rein. Das ist auch eine geistige Höherentwicklung für uns Menschen, wenn wir das mehr praktizieren, die Nächstenliebe, weil uns dadurch, dass wir sie leben, die Nächstenliebe, sie uns auch aus allen finsteren Tälern, und sind es die finstersten,
der Finsteren herausführt in geistigen Reichtum, in den Reichtum unseres Herzens, den wir als Liebe bezeichnen. Das macht die Nächstenliebe, dass wir sie nicht vergessen, dass wir den anderen nicht vergessen oder die andere. Heute muss man ja immer unterscheiden mit der und die. Neuerdings immer bei jedem Satz, dass man da nichts Falsches sagt. Also ich meine beide Geschlechter natürlich. Ja. Also das wollte ich jetzt mal so spontan sagen. Und jetzt sage ich auch Tschüss und mache hieraus ein Video. Also, Shalom. Ich hoffe, es kommt auch durch. Es ist auch ein bisschen Humor darin, aber es ist auch Ernsthaftigkeit darin. So, es ist nicht einfach so, was man so wegwischt, sondern da sind schon auch wichtige Aussagen drin. Aber trotzdem bewahre ich mir meinen Humor und ich breche jetzt nicht in Tränen aus oder zerfleische mich, weil ich so frustriert bin, sondern ich habe den Glauben an uns, an die Menschheit nicht aufgegeben und den Glauben an Gott auch nicht, muss ich sagen. So, das ist natürlich. Und jetzt beende ich aber dieses Video, so Gott will, und mache daraus ein Video am Computer. Okay. Und jetzt sage ich mal, ciao. Imagining you and me